Heute große Premiere. Wir sind bei einem der größten Nugget-Händler der Welt. Ja, bei Sorg in Fulda. Das Produkt war ja zunächst ja nur für Deutschland erhältlich. Mittlerweile hat es ja eine Freigabe auch in andere Länder, aber es kommt so nach und nach. Es ist ein echter Schlager und wir haben eine Kollegin mit dabei, die normalerweise ja beim Marketing ist. Ja, wenn du dich mal kurz vorstellst. Ja, hallo, mein Name ist Nathalie Pilger und ich bin im Online-Marketing-Bereich hier im Autohaus Sorg zuständig. Ja, Nathalie Pilger, bist du Camperin? Nein, leider gar nicht. Du bist die totale Anti-Camperin. Richtig. So, ich habe dich nämlich ausgewählt, weil wir wollen heute mal ein bisschen was erfahren über Größen und wie du das findest als Frau, weil das Thema Camping ist ja so eine Sache als Frau, weil viele Frauen mögen es gern ordentlich, du auch? Richtig, definitiv, ja. Aber Camping, da kann man ja nichts ordentlich machen, oder? Nee, nicht wirklich, also ich glaube, da muss man sehr, sehr dafür gemacht sein. So, du hast bis vor 10 Minuten nicht gewusst, dass du ins Video kommst, richtig? Absolut richtig, ja. So, das ist nämlich wichtig. Wir haben nämlich ganz viele Menschen, die das Thema Camping jetzt erst neu entdeckt haben im Jahr 2020, die auch sich entscheiden, die sagen jetzt hier, Preis von dem Auto? Also jetzt hier von dem Grauen knapp über 50, aber anfangen tut das Ganze schon so bei 41, 42. Das heißt, man könnte auch einen VW Passat nehmen und den austauschen gegen ein Nugget. Hätte dann ein familientaugliches Auto, vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen höher? Ein bisschen länger, ein bisschen höher, ja. Ja gut, aber es gibt ja Leute, die müssen nicht in die Tiefgarage. Das Fahrzeug ist absolut alltagstauglich. Das Fahrzeug ist alltagstauglich, ja. Also man kann natürlich auf den kleineren Nugget gehen, also hier der silberne hinter mir. So, der steht da. Und da habe ich dann eine Höhe von knapp über 2 Meter und bin natürlich dementsprechend auch für die ein oder andere Garage gewappnet. Ja, der Nugget. Wenn du mal kurz zu mir kommst, Nathalie, sei mal so lieb. Die Farbe, stimmt die denn wenigstens für dich? Die Farbe, die stimmt, ja. Also gegen Grau, da kann man nichts einwenden. Das vollkommen ist so. In Ordnung. Wir müssten eigentlich die Nathalie mal auf Campingtour schicken, oder? Ja, selbstverständlich. Mach mal Kennzeichen drauf, kann sie losfahren. Kann sie losfahren, ja. Es ist ja so, es gibt ja viele Menschen, die haben so ein Fahrzeug zum Beispiel mal, die mal kurz verreisen müssen. Dazu gehört nicht die Nathalie, denn die hat ihr Wochenende ja durchgeplant. Aber es gibt ja Unternehmer zum Beispiel, die mal so ad hoc einfach mal weg wollen. Das Auto steht dann vor der Tür. Kannst du dir das vorstellen, dass Leute also wirklich Lust haben auf Camping? Ja, ich glaube schon. Gerade jetzt irgendwie kommt der Trend, dass die Leute sagen, naja, wir machen in Deutschland Urlaub und dann mit dem Camper. Klar. Wenn du mir mal kurz verrätst, du bist 26, gell? Genau, richtig, ja. Sie ist noch recht jung, aber auch ganz viele junge Leute haben ja Lust auf Nugget, oder? Ja, viele, wobei wir auch von dem, ich sage jetzt mal 18-jährigen Pärchen bis zum 70-jährigen eigentlich alles dabei haben. Ja. Also es ist wirklich komplette Altersgruppe. Ja, das Coole ist, wir werden das gleich mal sehen, das Dach ist sehr hoch. Dach ist schon hoch, oder? Das ist schon hoch, ja. Da muss man sich auf jeden Fall das zutrauen zu fahren. Ja, das darfst du fahren, das weißt du. Du hast einen Führerschein Klasse B? Das weiß ich, ja. Das Gerät könnte ich quasi bewegen, ja. Ist das schwer für dich? Willst du das zutrauen? Ich traue mir das zu, definitiv, okay, ja. Das ist dann schon so. Das fängt damit an. Es ist sehr hoch, wenn man drin sitzt, kriegt man gar nichts mit davon. Ja, er fährt sich sehr PKW-ähnlich. Ist jetzt hier knapp über 5 Meter lang, also 5,40 Meter knapp. Parkpilotsystem vorne, Parkpilotsystem hinten, eine Rückfahrkamera, wenn man möchte. Also ich sag mal, selbst wenn man da so ein bisschen Angst hat, kann man sich das natürlich durch die Assistenzsysteme ein bisschen nehmen lassen. Ja, es ist ja auch ein Nutzfahrzeug, aber das Nutzfahrzeug hier ist innen vom, ich sag mal, Geräuschvolumen her PKW-like. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben innen drin, trotz des Ausbaus, wo man ja denken könnte, okay, vielleicht klappert es hier, vielleicht knarrt es da, das Auto ist absolut ruhig. Ja, ich kann dich immer noch nicht so richtig einschätzen. Wäre denn Camping jemals eine Lösung für dich? Ich glaube nicht, nein. Wir werden sie bekehren, das ist so. Ja. Aber es ist wirklich schon so, also wenn du jetzt unterwegs bist und es gibt die und die. Ihr habt ja oft so Pärchen, die hier sind, wo der eine nicht so ganz sicher ist, oder? Ja, das gibt es natürlich auch. Ich sag mal, wenn man dann mal gefahren ist und sieht halt, wie das Ganze läuft, vielleicht sogar über ein Wochenende ein Fahrzeug ausgeliehen hat, ist es natürlich auch so, dass man, denke ich, da ein bisschen die Angst nimmt. Weil es natürlich innen drin schon sehr wohnlich ist. Ja, das werden wir gleich mal sehen. Das wird uns jetzt mal eine echte Frau gleich mal bestätigen, die das nämlich zeigt. Die Toilette ist schon mal da. Ist es eine schöne Toilette, Nathalie? Ich glaube, das ist noch ausbaufähig. Ich merke schon, sie bräuchte jetzt ein ganz großes Wohnmobil. Oder am liebsten, sag mal, wenn du jetzt normalerweise Urlaub machst, was ist deine Art, Urlaub zu machen? Normalerweise im Hotel, ja. Wo denn zum Beispiel? Ort? Am liebsten im Süden, Mallorca. Okay. Die Kante, ja. Ich sehe schon. Also wir werden heute nicht warm, Nathalie. Das ist irgendwie... Küche, die gefällt dir mir jetzt von der Farbe? Du, das passt, ja. Das passt. Ist sehr, sehr clean. Man muss auch sagen, die Wettbewerber sind zum Beispiel Volkswagen. Der ist ein bisschen kleiner, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis hier ist ja phänomenal. Ja gut, wir liegen teilweise 20.000 Euro unter einem Mitbewerber und haben dann natürlich ein Konzept innen drin mit diesem Zweiraum- bzw. Dreiraum-Konzept, was kein anderer so anbietet.
Zumindest nicht in der Größe. Ja, das Fahrzeug ist recht kompakt. Es fällt natürlich das Hochdach schon auf, aber die Nutzbarkeit ist natürlich phänomenal durch das Bett. Das heißt, also ich kann wirklich hier mit Kindern unten schlafen oder oben und oben nochmal. Das heißt, für 3 bis 4 Personen kein Problem. Ja, zumal man halt mit dem Hochdach enorm wetterunabhängig ist. Also es kann regnen, es kann schneien, es kann stürmen. Man hat sein Hochdach, man hat seinen Kokon und man fühlt sich wohl. Ja, das ist vielleicht was ganz anderes. Warst du jemals so am Meer und es hat mal so richtig geregnet und du hattest mal so eine Wohnung unterm Dach und der Regen hat drauf geprasselt? Bisher noch nicht, nein. Mallorca, ich sag's ja nur. Ja. Ja. Ich glaube, da treffen Welten aufeinander, ja. Das ist so ein bisschen. Oft ist es so, es kommt im Alter. Das heißt, Leute, die, ich sag mal, möchten raus. Du bist früher nie mit deinem Vater mal in den Wald gegangen und ihr habt dann da mal übernachtet in einem Zelt? Nein, haben wir tatsächlich nicht gemacht. Sehr schön. Ja, deswegen haben wir es ja hier. Kühlbox drin? Ja, 40 Liter Kühlbox, kann sogar gefrieren, wenn man möchte. Also die ist da schon sehr gut, ja. Wo ist die? Die ist hier. Genau. Nathalie, zeig mal bitte. Wir brauchen dich mal ganz kurz, dass wir das mal sehen, denn auch hier, die Kühlbox ist nämlich von oben befüllbar und jetzt sieht man schon, die Nathalie kann komplett drin stehen. Ja, genau, richtig. Wir haben eine Innenhöhe von... Ewig, 2,20 Meter oder sowas. Ungefähr, ja. Ungefähr, ja. Das heißt, oben drüber ist noch Platz, wenn du mal die Arme mal hoch machst gerade. Ja. Mal komplett. Du kommst gerade? Nee, du kommst nicht dran, oder? Doch, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, ja. Dann geht's so. Das heißt, man hat unglaublich viel Platz im Auto drin. So, mach mal auf bitte. Da ist jetzt ein Kompressorkühlschrank mit drin. Genau, das heißt, der macht richtig kalt. Ja, richtig. Wie gesagt, bis minus 18 Grad könnte er, wobei man ihn eigentlich nur als Kühlbox, also nicht als Gefrierbox verwenden sollte. So, das langt natürlich der Nathalie auch nicht, denn die geht natürlich im Urlaub im Hotel essen, richtig? Natürlich, schön am Buffet, gemütlich. Das werden wir nochmal ändern. Ja, das hier ist dann auch so das Thema Geschirr und Co. Wo wird das untergebracht? Gut, ich meine, das muss jeder natürlich für sich entscheiden, aber wir haben hier genug Stauraum und können da natürlich Geschirr und so weiter verstauen. Wir haben hier oben extra für Löffel, Besteck und so weiter im Fach. Das heißt, man muss halt gucken, wo man was hintut, aber also wir beraten ja natürlich nicht nur das Auto, wir beraten auch gerne, was es da noch an Lampen und Töpfen und so weiter gibt und da kann man natürlich sehr kompakt arbeiten. Also auch da hinten der Topf ist dementsprechend, sind da noch 3 andere Töpfe drin so ungefähr, also und sehr klein verstaut natürlich. Sehr schön. Ja, die Kochgelegenheit, du kochst überhaupt selber oder gar nicht? Ich koche selber, ja, tatsächlich. Was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht, am besten Pizza. Tatsächlich. Pizza. Ja. Das ist gemein jetzt, oder? Pizza selbst gekocht, ja. Aber es gibt Ofen auch mit Pizzastein, muss man sagen, für draußen. Also Kadak mit Pizzastein geht. Aber ich glaube, das wollen wir der Nathalie jetzt nicht beibringen. Ein 2-Flammenkocher, also 2 Töpfe finden ganz bequem Platz? Genau, richtig. Also sind beide auch gleich groß und ich denke mal, mit 2 sollte man natürlich in so einem Camper locker zurechtkommen, zumal man natürlich die Möglichkeit hat, auch noch mal draußen sich seinen Gaskocher hinzustellen. Ja, da ist jetzt schon eine Leiter mit drin. Was hat die für eine Funktion? Wenn wir das Bett oben dann gleich mal herrichten, geht man über die Leiter hinten oben ins Bett. Ja, das Besondere hier ist eingebaut eine Toilette. Das ist bei so Kompaktcampern nicht üblich. Also ganz viele haben es eben nicht. Genau, also hier im Nugget Plus haben wir hinten, dadurch, dass er natürlich länger ist, hinten rechts die Toilette drin. Eine fest verbaute, in dem kleinen Radstand nebenan kann man so eine kleine Chemietoilette unten in so einen Schrankteil schieben. Hier ist er halt fest verbaut, ist natürlich eine ganze Ecke bequemer und man hat hier nochmal einen Vorrang sozusagen, wo man das Ganze nach vorne hin zumachen kann. Ich stelle mir jetzt folgendes Bild vor. Man ist in Kroatien auf einem kleinen Platz. Da ist das Auto zum Beispiel schon mal sehr gut, weil ich komme überall hin. Korrekt, richtig. Dann kann ich ja hier vorne so eine Markise ausfahren, die ist auch eingebaut. Ja, also die Markise wird einfach rausgeleiert, ist 2,60 Meter und bietet natürlich schnell und komfortabel Schutz vor Sonne und natürlich auch vor Regen. Das ist so, ja. So, dann habe ich ja noch hier oben die Möglichkeit rauszugucken. Das heißt, also ich kann oben, unten schlafen, habe überall Fenster. Richtig, oben haben wir jetzt in dem Wagen ein extra Fenster noch im Dach. Das heißt, normalerweise ist da nur ein kleines Fenster drin und Zubehör? wir haben jetzt genau als Zubehör nochmal das große Fenster drin. Großes Heki? Richtig. Echt? 2 sogar habt ihr? Ja genau, eins 40 auf 40 und das andere 70 auf 50. Und das Schöne ist, wir werden auch gleich mal, die Nathalie hat noch nie eine Sitzbank umgebaut, und, oder? Hast du schon mal? In meinem eigenen Auto ja, aber in keinem Camper. Das ist nämlich sehr einfach. Das Schöne ist, er wird es gleich mal vorführen und du wirst es mal nachmachen, okay? Okay.
Probieren wir es. Hier hat man nämlich was ganz Besonderes. Diese Bank hier ist so multifunktionell, dass es Wahnsinn ist. Man kann sie auf ganz viele Arten verstellen. Wenn du mir das mal kurz zeigst als Beispiel. Ja, Das ist nämlich echt toll. Das glaube ich, ja. Praktisch auf jeden Fall, oder? So, schiebt man gerade die Sitze ganz nach vorne. müssen auf jeden Fall nach ganz vorne. Und dann habe ich hier verschiedene Arretierungsstufen. Also hier ist ganz einfach den Hebel einmal nach drüben schieben, die Sitzbank nach vorne ziehen und die arretiert dann von alleine in dieser Position. Okay. Dann hebt man das Ganze an. Achso, da ist auch noch Platz Hier drunter. ist auch noch Stauraum. Ja, genau. Also da ist auch die Verdunklung jetzt für die Front- und Seitenscheibe dabei und natürlich Stauraum. Sehr schön, damit, wenn du nämlich hinten auf Toilette bist, von vorne keiner reingucken kann. Wunderbar. Das ist ganz begeistert. Und dann So. zieht man das Ganze so auseinander, Hast du gesehen? Das habe ich gesehen, ja. klappt das hier hoch. Ja. Das ist ein Bügel, den wird hier neben reingestellt und dann hat man das untere Bett fertig. So, da ist das Bett. Legt mal wieder drauf. Okay, wow. Oh, sagt die Nathalie. Ganz wichtig ist, bei den Leuten bitte einmal Schuhe ausziehen, sonst werden die immer wahnsinnig, weil das hat sie schon gleich mal gemacht. Sie hat wow gesagt. Das erste Mal, dass sie wow Ja, sagt. scheint ihr doch zu gefallen. Großartig, ja. Eine Nicht-Camperin, die wir jetzt mal umerziehen. Also man hat auch hier den großen Vorteil, dass man in diesen Ritzen sozusagen eigentlich nie mit dem Hüft- oder Schulterbereich liegt, sondern man, wenn man eine durchschnittliche Größe hat, eigentlich immer fest auf einem Polster liegt. Ja, ich bitte dich mal kurz hinzulegen. Aber ihr natürlich. So, das wäre jetzt unten. Du bist noch mal wie groß? 1,76 Meter. 1,76. Eine große Frau, muss man sagen. Also Kinder und Co. passt, aber keiner schläft ja so ganz ausgestreckt. Das heißt, man hat ja immer so eine leichte Anwinklung. Das ist korrekt, wobei man mit einem kleinen Trick daraus auch ein bisschen, also die Liegefläche hier ist knapp 1,90 Meter und man kann mit einem kleinen Trick daraus über 2 Meter machen, indem Wie? man den Fahrersitz dreht und mit der Sitzhöhenfeststellung sozusagen an das Polster angleicht. Bitte, mach mal. Mache ich. Wenn wir schon gerade dabei sind. Na, wie fühlst du dich? Gut, also überraschend, ja. Lass nochmal bitte aufstehen. Genau, stell mal bitte auf. Sie hat mich nämlich eben gefragt, was willst du mit mir machen? Da habe ich gesagt, du wirst hier mal Model sein, dass man mal sieht, wie gut man liegt. Nee, es ist vielen Leuten wichtig, dass man sieht, wenn ich 1,80 Meter bin, habe ich da genug Platz drauf und das ist deine Aufgabe heute. Das kriege ich, denke ich, hin, oder? Ich reduziere dich mal, nicht auf deine Meinung, sondern... Nur auf die Körpergröße, ja. So, er hat den Sitz gedreht, hast du gesehen? Man kann den drehen. Was hat das für einen Vorteil, Nathalie? Was denkst du? Naja, auf jeden Fall jetzt hier die Liegefläche, ne? Und man kann, denke ich, auf jeden Fall hier nicht nur schlafen, sondern sich wahrscheinlich auch zum Essen umdrehen. Ja, 5 Punkte. Ja. So, das heißt, man kann auch in dem Auto essen. Üblicherweise spielt sich ja viel draußen ab, aber wehe, es regnet mal so richtig. Denn da wird der Alexander dir ein Lied von singen können. Und jetzt hat er nämlich es möglich gemacht. Und jetzt könnte die Nathalie auch locker 2,10 Meter groß sein. 2,20 Meter, ja, würde wahrscheinlich auch noch funktionieren. So, leg dich mal hin. Ja. So, nicht, dass sie uns gleich einschläft hier und dann muss man spätestens dann übergeht. So, nee, wir sprechen nicht über unmögliche Dinge, sondern es gibt Menschen, die sind groß und die fragen danach, gell? Das ist richtig. Also das hat man ja öfters. Also selbst, wie du schon sagst, man schläft nicht komplett ausgestreckt, aber in dem Fall jetzt, wenn man sich mal ein bisschen ausstrecken möchte und ist irgendwo die 1,90 Meter, 1,95 Meter groß, ist es natürlich bequemer, wenn man irgendwo den Sitz gedreht hat. Sehr schön. Wenn man zu zweit reist, ja, dann könnte man oben schlafen, unten alles aufgebaut lassen. Also für den Campingbetrieb brauche ich nichts umzubauen. Das werden wir gleich mal machen. Nathalie, du hast gesehen, wie es geht. Bitte den Sitz mal zusammenbauen. Nee, wir werden gleich der Sache mal ein Ende machen. Aber du hast gut aufgepasst. So, Thema Einweisung, wenn die Autos ausgeliefert werden. Wie geht ihr da vor? Also bei uns ist es so, dass wir wirklich eine komplette Einweisung geben. Das heißt, wir sind 1,5 Stunden, teilweise vielleicht sogar 2 Stunden an der Sache dran. Wirklich, die brauchen wir auch, oder? Ja, zumal wir auch, also wir haben viele, die natürlich neu da einsteigen und für dieses finde ich umso wichtiger, dass man natürlich alles erklärt, also von wie mache ich das Auto winterfest, was muss ich beachten mit Batterien und so weiter. So, sie macht das schon nicht schlecht, oder? Sieht aus, als macht sie es nicht zum ersten Mal, ja. Du hast jetzt zum ersten Mal. Das war jetzt das erste Mal, ja. So, jetzt muss die Bank eigentlich nur zurück, oder? Genau, richtig. So, das Coole ist, genau, wenn die Bank mal zurückschiebst, bitte, Nathalie. Du kriegst auch noch einen Hinweis. Geh einmal um die... Doch, komm, bitte. Und dann einmal den rechten... Den Hebel ziehst du einfach komplett. Dann kann man... Der Trick ist ja dabei, dass die... Genau, es gibt noch einen
Ticken weiter ran, oder? Ja? Das kann sein, dass es nicht so ganz... Ein Stück nach vorne, das war nicht ganz unten. Aber der Vorteil ist nämlich, wir werden gleich mal auf ein kleines Detail zu sprechen kommen, ganz praktisch ist. Ich sehe schon, wir werden Freunde, Nathalie. Gell? Das wird. Ich gebe mir Mühe. So, denn es gibt nämlich was ganz Tolles, die Kopfstützen sind integriert oben. Das ist richtig, die kann man auch nicht abnehmen, die sind, wie sie sind. So, das bedeutet auch, alles ist darauf ausgelegt, dass es binnen kürzester Zeit wirklich alles umbauen kann. Das Ganze funktioniert. Man kann sogar, was hochinteressant ist, die Bank so machen, dass man in die andere Richtung sitzt. Das habe ich mal gesehen. Also gerade wenn ich Kinder habe und so weiter, die wollen beim Essen zugucken oder so, das geht. Genau, man könnte das Ganze jetzt wobei wir hatten das, glaube ich, eben schon mal im Video, also wenn das wie ein Bett aufgebaut ist, von der anderen Seite hochkippen und dann habe ich so eine Chill-Lounge. Das ist ziemlich cool, ja. Aber auch da, die könnte ich jetzt einrichten. Ich glaube, wir würden die Nathalie nicht zum Wow oder sowas bringen. Das ist okay. Ja, das Besondere dabei ist, 230 Volt auf Wunsch an Bord geht. Ist hier jetzt auch ein Wechselrichter möglich? Von Westfalia-Seiten aus nicht. Das heißt, die 230 Volt Steckdosen, die wir haben, gehen nur, wenn man außen Landstrom tankt. Auf Wunsch, wenn das natürlich einer will, verbauen wir auch Wechselrichter, das ist kein Thema. Das Thema ist auch großes Thema, das Lithium. Hier sind die Aufbaubatterien drin. Das ist die Batterie fürs Fahrzeug, nehme ich an, innen? Genau, das ist die Westfalia-Batterie, ist eine AGM-Batterie, beziehungsweise sind zwei, die haben zusammen 190 Ampere-Stunden. Auch da ist es so, wenn ein Kunde sagt, okay, das ist mir von der Leistung her zu wenig, ich hätte gerne Lithium-Batterie, dann kriegt er eine Lithium-Batterie eingebaut. Hast du irgendwas verstanden von dem? Total. Genau, wenn du mich noch kurz aufklärst, AGM Lithium für Nathalie. Ja, AGM-Batterien haben, sage ich mal, wenn die 200 Ampere-Stunden haben, eine nutzbare Leistung von 50%, also 100 Ampere-Stunden. Und eine Lithium-Ionen-Batterie, die dann auch 200 Ampere-Stunden hat, kann 90% nutzen und dementsprechend hat man logischerweise mehr Kapazität an Leistung. Das war eine Frage, was habe ich denn von der Batterie, wenn die da im Auto eingebaut ist? Was kann ich damit machen? Ich versorge den kompletten Ausbau. Sprich Handy laden, ich habe meinen Kühlschrank, ich habe meine Wasserpumpe. Alles, was ich im Fahrzeug elektrisch betreibe, muss natürlich über diese Batterie laufen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt im Auto Netflix gucken will, wie die Nathalie, die guckt nämlich schon ganz sehnsüchtig danach, nach Mallorca, das würde gehen. Das heißt, das können wir an 12 Volt zum Beispiel anschließen direkt? Man könnte man könnte über ein Handy oder auch, wir haben hier in den Fahrzeugen teilweise Hotspots verbaut, auch darüber natürlich ins Internet gehen und Netflixen, wenn man so will, ja. Ja, der große Kinderberuhiger, sage ich mal. Das ist richtig. Ja. Das ist so, fragen die Leute ja nach. Ja, stell ich noch mal kurz in die Küche, Nathalie, sei mal so lieb. Ja, gerne. Denn wir zeigen mal gerade noch mal die Größe. Sie ist 1,76 Meter, stimmt das? Das stimmt, exakt. Meter. Ich gehe jetzt mal rein, ich bin 1,83 Meter. So, Abstand ist nämlich ganz wichtig. Haben wir jetzt mindestens mal 2 Meter Abstand. Und ja, das ist schon geräumig. Das heißt, wir haben so eine Einbuchtung mit drin. Du kommst überall gut ran an die Schränke oben. Guck mal bitte. Ja, auf jeden Fall. Lässt sich alles leicht öffnen. Hast du gesehen, Nathalie, was da war in dem Schrank drin, in dem ersten? Ein Spiegel. Ein Spiegel. Ganz wichtig. Du bist kein typisches Mädchen, oder? Nein. Weil normalerweise sagen die Frauen immer, hey, ein Spiegel, ganz toll. Und dabei ist nämlich auch eine Lampe, eine Schminklampe ist direkt dabei. Die kann ich aber auch nutzen oben, wenn ich schlafe, gell? Genau, die kann man zum Schminken natürlich nutzen. Und wenn man ein Buch liest, hat man links und rechts so eine Peitschenleuchte, die man dementsprechend nutzen kann. Sehr schön. Da vorne ist noch ein Schrank? Wir haben, ja klar, unten und hinter der Toilette ist noch ein Schrank. Ganz unten ist noch ein ganz kleines Fach. Und wir haben jetzt auf der linken Seite sogar noch ein Fach, was nach oben zu öffnen geht. Und nochmal ein kleines Fach, was ganz unten ist. Ja, wichtig ist, Stauraum kann man nie genug haben. Thema Zuladung. Bin ich hier direkt überladen ab Werk? Nein, wir haben 550 Kilo Zuladung ungefähr. Mit 90% vollem Tank und 75 Kilo schweren Fahrer. Ja, das heißt, man muss schon vorsichtig sein. Ja, wobei man also zu zweit, denke ich, gar keine Probleme bekommt. Und klar, wenn man jetzt hier mit 2 Kindern noch unterwegs ist, muss man irgendwann dann schon ein bisschen disponieren, ja. So, ich sitze mal weit weg, ich bin bestimmt 2 Meter weg von dir. Ganz am Anschlag. Fliegengitter ist eingebaut? Fliegengitter ist eingebaut. Sehr schön. Ich sehe dich nicht mehr, aber das ist, glaube ich, auch wichtig. 12 Volt Steckdosen überall. Ja. Thema Standheizung, die ist hier oben drin. Genau, also darüber steuert man den kompletten Westfalia-Ausbau von Kühlbox über Frischwasser, Abwassertanksanzeige und unter anderem die Standheizung. Die Standheizung ist eine Diesel-Standheizung, läuft dementsprechend über Diesel und ja, da riecht aber nichts, oder? Wenn man draußen stehen würde, ja. Also ganz Nein, kleines hier bisschen. drin, also hier drin kriegt man wirklich nichts mit, weil die Standheizung die Luft aus dem Innenraum ansaugt und nicht von außen. Das heißt, wenn es selbst draußen bei der Anlaufphase meistens ein bisschen
Ich glaube, es ist ganz am Anfang, die ersten 1-2 Minuten. So, und danach ist es rum. Ist es rum. Es liegt daran, da sind so Glühkerzen drin, die müssen erstmal auf Fahrt kommen. Ja, wenn die auf Fahrt gekommen sind, dann geht es von ganz alleine. Ja, das Schöne ist, der Platz, der wirklich hier in dem Auto drin ist. Ich gehe mal kurz raus. Wenn ich mal kurz rauslässt, dann gehst du mal bitte rein. Und wenn du dich mal auf den Fahrersitz setzt und den mal so einstellst, dass es dir bequem ist. So, dass wir das mal sehen, denn wie die Nathalie eben nämlich schon gesagt hat, man kann hier prima dann auch den Raum umbauen, sodass eine kleine Familie mit so 4 Leuten auch mal so einen Tag verbringen kann. Leider ist kein Tisch eingebaut, richtig? Doch, einen Tisch haben wir auch, den kann ich auch gerne mal zeigen. Ach, da ist ja einer. Da ist er. Den gibt es einmal in der kleinen Variante und man kann das Ganze nochmal ums Doppelte verlängern, damit natürlich auch der Beifahrer am Tisch sitzen kann. Sehr schön. Ich dachte, jetzt wäre ein Gag und du würdest den Tisch irgendwie nicht rauskriegen, aber der ist wirklich ganz leicht zu verstauen. Genau, wenn du es nochmal zurück machst, weil da hakeln nämlich die meisten Tische dran. Volkswagen hat zum Beispiel hinten extra so eine Tischablage, aber das brauche ich hier gar nicht. Die kann ich einfach einklappen, beziehungsweise es gibt die und die Variante. Das ist aber schön gelöst, oder? Ich kann ihn auch rausnehmen auf Wunsch. Nein, rausnehmen kann man ihn nicht, aber es gibt von Westfalia extra einen Tisch, den man in der Heckklappe nochmal verstauen kann, für dementsprechend draußen. Und der ist, wenn die Heckklappe, also wenn er verstaut ist und die Heckklappe zu ist, super gut verstaut. Sehr schön. Ja, das Thema ist ja auch Isolierung. Vorne die Fenster sind ja nicht isoliert oder nicht besonders gut isoliert und deswegen hat man diese Blinds hier drin, die hier unten drunter liegen. So, und die kann ich festmachen, so kann auch keiner reingucken, gell? Richtig, das ist einmal logischerweise ein Hitzeschutz und unter anderem, oder beziehungsweise generell ein Thermoschutz und unter anderem kann man nicht reinschauen. Sehr schön. Das Ganze ist schön verarbeitet, wenn ich mir das mal angucke. Überall entsprechende Metallbeschläge. Das heißt, so Nuggets fahren ja teilweise leider viel zu lange vor euch rum. Nee, ohne Witz. Ich habe welche gesehen, 20 Jahre alt. Ja. Die werden gepflegt, gehegt und so weiter. Die halten lange. A, das und B ist die Wertstabilität enorm. Also momentan sowieso, aber bisher war das auch schon so, dass Nuggets oder generell halt diese ganzen Camper im Gebrauchtwagenmarkt extrem stabil sind. Oh, ich kann hier Fenster aufmachen, sag mal. Wir haben hier neben nur Aufstellfenster drin. Okay. Das heißt, wir müssen, wenn wir was aufmachen müssen, über die oberen Fenster arbeiten, beziehungsweise über die Schiebetür oder was es natürlich auch hier vorne gibt, wenn man das Fenster ein Stück runter gemacht hat, so kleine Lüftungsschlitze, damit man hier unten eine bessere Durchlüftung hinbekommt. Ich habe tolle Seitsfenster oben drin, also die wirklich toll sind. Die kann ich stufenlos verstellen? Die kann man also in 3 Stufen sind die verstellbar. Genau, wenn du kurz nochmal aufmachst, dann sieht man das. 3 Stufen, richtig, genau. 2, es sind 2. Ja. 2 Stufen, und das heißt eine Verdunklung bzw. einen Fliegenschutz. Und toll. Das haben alle Fenster, die hier oben drin verbaut sind. Und nochmal, das Fahrzeug, wie es hier steht, so um die 50? Knapp über 50, ja. Wie geht denn das? Also es ist ja, ich sag mal so, allein das Nutzfahrzeug liegt ja schon bei, wenn ich das mit der Ausstattung, mit vielen Sitzen und allem drum und dran holen würde, wäre ich ja auch schon bei 35, 40. Gut, das ist A, weil wir sehr gute Nachlässe gehen. Wir verkaufen im Jahr, wie gesagt, auch einiges an Nuggets und ich muss mal fragen, das sind Fahrzeuge, die für den deutschen Markt gedacht sind deutsche Fahrzeuge. Oder gehen die nach Malta und ihr habt die reimportiert? Nein, das sind deutsche Fahrzeuge. Okay, ihr seid auch ein offizieller Ford-Händler? Wir sind auch ein offizieller Ford-Händler. Auch nicht erst seit gestern? Auch nicht erst seit gestern, seit 1928, also schon ein paar Jahre. Nee, ich frage nur bei dem Preis, weil es gibt ja viele, die so, also ich sag mal gerade Volkswagen, ich habe halt einen T6, ja, auch mit Campingausbau, der, ich sag mal so, das ist schon ein gutes Stückchen teurer. Gut, der ist ein bisschen kleiner, muss man sagen. Ein bisschen kompakter, eine etwas andere Bauform. Das kann man nicht direkt vergleichen. Nein, vergleichen kann man es nicht. Und wie gesagt, es gibt nur einen, beziehungsweise nur wir, die auf dieser Basis aufbauen mit der gedrehten Küchenzeile. Das hat sonst kein anderer Hersteller. Und das ist auch gut so. Es gefällt mir auch gut, muss ich ehrlich sagen. Also mir persönlich gefällt es sehr. Und jetzt werden wir mal die Katze aus dem Sack lassen, denn die Nathalie muss mal das obere Bett ausprobieren und dazu müssen wir es ausfahren. Ich komme mal kurz nach hinten, zeige mal gerade, was du machst. Ups, da sind wir. Da bin ich. Das geht ziemlich schnell und einfach. Pass auf, Nathalie. Ja. Denn unsere Camping-Novize, die muss nämlich gleich. Das Ganze wird einfach nach hinten rausgezogen. Es rollt. Läuft auf Schienen ganz normal. Man hat nur hier einmal zum Schluss ein bisschen, wo es hakelt. Das war's. Dann wird das Ganze umgedreht und dann ist man schon fertig. Bitte schön, Nathalie. So, bitteschön, Nathalie. Da ist die Leiter. Schuhe aus? Natürlich. Ja, das gibt immer direkt Kommentare, wenn die Leute dann mit... So, jetzt hat man relativ... es geht aber hier. Sie ist Sportlerin.
Kann nichts passieren. Ja, darfst du. Genau, ich komme mal hoch, halte Abstand. Du gehst mit dem Kopf bitte ganz nach hinten. So, und spätestens jetzt müsste Pfadfinder-Feeling bei dir aufkommen. Total, ja. Ich fühl's richtig. Mein Gott, was haben wir uns da angetan mit der Nathalie? Ich habe gedacht, jetzt kommt hier eine Camping-Freundin. Aber es ist Riesenplatz oben, oder? Ja, also wir sind über 2 Meter lang und sind 1,40 Meter breit. Auch da ist es so, dass wir in der Klasse so ziemlich das breiteste Bett haben. Das ist schön, ja. Das Fenster, findest du das nicht toll, Nathalie? Ja, da kann man bestimmt die Sterne beobachten, oder? Boah, die ist überhaupt nicht romantisch. Ja, das sind die Hotelgänger. Die kennen das nicht. Die Hotelgänger kennen das nicht, aber du wirst das noch erleben. Das Schöne ist, wir haben einen Rausfahrschutz für die Kinder. Genau, also der ist jetzt gerade nicht aktiviert, aber man kann hinten ein Netz nochmal hochziehen. Da hat die Nathalie nämlich ganz hinten, ist er nicht aktiviert. Aber da ist ein Netz mit drin, das kann man dann holen, damit die Kids hier vorne nicht rausfallen können. Das wird hier vorne eingehakt. Genau. So ist das schön, ja. Gut, du bist fast erlöst, bleib mal kurz oben liegen. Ja. Wir holen dich gleich mal da ab. Denn was ein bisschen schade ist, wir haben hier eine Toilette. Da kann man dann, ich sag mal, das kleine, große Geschäft machen, aber man muss sich leider die Finger hier waschen in dem Spülbecken. Nein, auch nicht unbedingt, denn wir haben hier auf der linken Seite ein Spülbecken, was man runterklappen kann. Ja, sehr schön. Und dann muss man das auch nicht in dem normalen Spülbecken machen. Ja. Okay, das heißt also, wenn hier die Tür zu ist, dieses Rollo davor ist, kann ich mir auch hier bequem die Hände waschen. Ich glaube, das ist auch viel hygienischer wie hier vorne, da wo ich den Salat dann wasche. Das ist korrekt, das war auch Kundenwunsch. Also das Auto hat man logischerweise ja auch, dass man Kunden gefragt hat oder Interessenten, wie sie es gerne hätten. Und da wurde unter anderem das bemängelt und somit hat man ein zweites Waschbecken bekommen. Nathalie, komm mal runter. Ich bin ganz zufrieden mit dir, wenn sie auch nicht campen will, aber unser Model hat zumindest mal gezeigt, wie groß die Betten sind. Also man kann sich über alles beschweren bei dem Auto, aber nicht über die Bettgröße, oder? Nein, also sowohl unten als auch oben denke ich nicht. Und wie gesagt, oben sind wir enorm breit und auch enorm lang. In deren Sicht passt das. Großes Thema Wintertauglichkeit. Wenn ich damit Skifahren gehen möchte, sind da irgendwelche Tanks außen, die zufrieren können? Nein, also wir haben alles innen drin verbaut, kann ich auch gerne gleich nochmal zeigen. Also wir haben Frisch- und Abwassertank im Innenraum verbaut. Das Fahrzeug hat zwar unten in der Karosserie keine zusätzlichen Dämmmaterialien drin, aber das Hochdach oben ist gedämmt. Und wenn man dementsprechend mit guter Durchlüftung arbeitet, ist das kein Thema, dass man da auch im Winter mal unterwegs ist. Ja, schön ist die Dieselheizung. Ich brauche also ein wenig Gas nur mitzuschleppen, nur zum Kochen nehme ich an. Genau, ist eine 2,8 Kilo Campinggasflasche, die auch nur für den Herd gedacht ist. Und die Standheizung, die liefert 3 kW. Das heißt für den Raum, wer da so ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass 3 kW auch eigentlich fast zu übermotorisiert sind und dementsprechend wird es gut warm gehalten. Ich habe eine 6 kW russische Dieselstandheizung im Auto. Da musst du ein Fenster aufmachen, wenn du auf Vollgas bist. Aber das ist vielleicht auch ganz gut so, denn ich sag mal, es kann ja mal richtig kalt werden und dann ist lieber ein klein wenig zu viel als zu wenig. Genau, lieber zu viel als zu wenig, definitiv. So, duschen, wie geht das? Wir haben hier hinten eine Außendusche und zwar hole ich die gerade mal raus. Ganz kleinen Moment. So, die Nathalie zieht sich schon mal den Bikini an zum Duschen. Ja. Nee, aber dass man hier duschen kann, das hast du nicht gewusst. Das habe ich noch nicht gewusst, nein. Das hast du gleich erfahren. Du arbeitest hier, oder? Ich arbeite hier, ja, tatsächlich. So, heute einiges Crashkurs in Sachen Nugget, was das Marketing angeht. Ja, das Ding kann schon viel, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin begeistert. Für diesen kleinen Jetzt Raum ehrlich? so. Nein, wirklich. Also für diesen kleinen Raum so viele Sachen, die man einfach machen kann, als wäre man irgendwie dann doch zu Hause, ne? Ja, das Schöne ist, dass die Nathalie eigentlich stellvertretend ist für alle, die sagen, hey, Camping ist nichts für mich. Aber oft ist es so, dass wenn die Kinder kommen und man will spontan mal raus und will jedes Wochenende nutzen, du weißt ja nie, wie das Wetter wird. Und wenn es schön ist, kannst du einfach wegfahren. Richtig, man kann ja schon mal vorpacken, das ist ja auch schön. Und man kann ja hier seine Sachen schon mal teilweise drin lassen und setzt sich einfach samstags rein und fährt los. So ist es. Saugnapf. Genau, wir haben einmal einen Saugnapf und wir haben hier neben einen Steckanschluss. Ich zeig das mal gerade hier rum. So ein Bajonett, kannst du einfach draufstecken. Genau. Und wenn der Wagen einen warmen Wasserboiler hat, hat er hier neben nochmal einen Mischer. Hat er einen warmen Wasserboiler? Er hat jetzt keinen, könnte man aber bestellen. Und Diesel oder Gas? Das ist also Strom. Das ist sowohl 230 als auch 12 Volt. Und klar, der frisst dann ein bisschen mehr Batterieleistung, aber es funktioniert auch autark. Und dann hat man hinten einen Mischer und das, wo man es natürlich dran macht, ist egal und dann geht's los. Oder ich mache zum Beispiel den Hund oder das Fahrrad oder einfach nur die Füße, wenn du Mallorca bist. Wenigstens das hättest du dann? Ja, das definitiv. Ne? Dann könnte man den Sand quasi von den Füßen direkt runterwaschen. So schön gesagt. Ja. So. Die Dusche kann man nur da anbringen? Das ist der Einsatz dafür, ja, oder? Genau, die Dusche kann man nur da anbringen. So.
Die Verdunklung hier überall ist drin, die isoliert auch ein bisschen, das heißt also man ist nicht direkt an der kalten Scheibe dann dran und das Ganze hilft auch und ja, bei dem Preis muss man schon wirklich sagen, toll. Du wolltest uns noch die Tanks zeigen? Ja, dann kommt gerade einer. Ich komme einmal rum, komm mal mit Nathalie, denn auch bei den Tanks, da musst du nämlich, wenn du jetzt ab Zukunft, spätestens jetzt wirst du ja sagen, ich fahre nie wieder nach Mallorca, sondern immer fahre ich nur mit dem Nugget campen. Vielleicht mit dem Nugget, ne? Nach Mallorca zum Campen. Geht auch. Geht auch. Fähre, Das machen auch viele. kein Problem, ja? Tatsächlich, warum auch nicht? Genau, also A, der weiße, der Frischwassertank und das schwarze ist der Grauwassertank. Und wie gesagt, beide im Innenraum. So, klär mich mal kurz auf für die Nathalie. Camping-Novize, Frischwasser, Grauwasser, was heißt das? Frischwasser ist, glaube ich, ziemlich klar. Das ist das ganz normale Frischwasser, was wir von außen Leitungswasser, genau. Ja. Und das Grauwasser ist das, was sozusagen aus der Spüle bzw. hinten aus dem kleinen Waschbecken aufgefangen wird. Zähneputzwasser, man hat sich mal die Hände gewaschen und so weiter. Weil die meisten haben es noch nie gesehen, es ist echt grau. Das heißt, wenn du das, nee, jetzt ohne Witz, wenn du das rauslässt, Ja, es wird grau. Das ist richtig, ja. So, sehr schön. Das Schöne ist, diese großen Öffnungen, wozu sind die gut, Nathalie? Ich sehe sie jetzt gerade. Geht das schwarze Rad da, siehst du da oben drauf? Ja, um Wasser zu befüllen, würde ich sagen, oder Nee. nicht? Wie? Nee. Nee, das ist das Kleine, damit kann man es auch machen. Das ist die Gasflasche. Ach so, ja, natürlich. Jetzt haben wir die Nathalie dran bekommen. Die Gasflasche ist natürlich im Tank, platzsparend. Richtig. 2,8 Kilo oder 2,2 Kilo. Ist auch im Innenraum abgedichtet. Das heißt, selbst wenn da Gas austreten würde, weil man vielleicht irgendwas falsch angeschlossen hat, wird das einfach nach außen abgeleitet. Und dann haben wir hier noch 2 Öffnungen, wie man sie kennt aus Tanks. Das sind die Revisionsöffnungen. Aufdrehen, sauber machen. So, jetzt erfüllen wir mal der Nathalie einen ganz großen Wunsch. Du ahnst, was jetzt kommt, oder? Die Nathalie möchte unbedingt wissen, wie man den Tank befüllt. Ach, ja genau. Das machen wir von draußen. Ist das so? Das war dein Wunsch? Das war mein größter Wunsch, ja. So, überall hat man nämlich Öffnungen an dem ganzen Fahrzeug und ich gucke mal in 3 Jahren vorbei. Wenn die dann irgendwie kommt und mit dem Schlafsack unterwegs ist, sich hier den Nugget den ganzen Tag ausleiht, dann wird es heißen, ja, als Herr Herzog mal kam, der hat mich auf die Sachen gebracht. Das ist der Einlauf. Das ist genau richtig. Da wird das Wasser reingefüllt und rechts davon ist unser Außenstromanschluss. Das heißt, wenn wir schon hier sind, kennt man wahrscheinlich, wenn man campingtechnisch unterwegs ist. Könntest du doch, oder? Das kenne ich ja, als erfahrene Camperin. So, da oben sieht man, also was schön integriert ist, ist natürlich hier die Seitenlinie von den Fenstern. Das ist durchgehend sehr sportlich. Also da sind überall Fenster dahinter, aber stark verdunkelt. Das heißt, ich kann rausgucken, aber nicht rein. Genau. Schlecht. Also man kann schlecht reingucken, aber dementsprechend gut raus, wie man es halt von der dunklen Tönung her kennt. Auch da ist es so, dass wir das ein oder andere Auto auch nachtönen auf Kundenwunsch, falls man da noch mal ein bisschen mehr Dunkelheit drin haben möchte. Sehr schön. So, das Auto kommt mit einer beschränkten Garantie von 9 Jahren. Fast 2 Jahren und wenn man möchte, auf 7 Jahre erweiterbar. Wie geht das mit den 7 Jahren? Man kann das bei Ford direkt abschließen, bei Kauf sozusagen 5 oder 7 Jahre, ist aber dann sozusagen nicht oder nur das Auto ohne den Westfalia-Ausbau. Okay. Thema Service. Also ihr macht beides, ihr macht Aufbau und Autoservice oder wie läuft das? Ja, also das macht normalerweise jeder Ford-Händler. Das heißt, die Ford-Händler sind dazu angetan, dass die sowohl im Westfalia-Bereich als natürlich auch im normalen Ford-Bereich helfen. Wenn es da mal irgendwo Probleme gibt oder so, springen wir natürlich dafür ein. Also wir verkaufen sehr überregional, aber auch da helfen wir natürlich gern weiter. So, und machen noch ein zweites Video gleich über den Custom, das ist der echte Nugget, nenn ich es mal so. Das hieß, dass der mit dem Hochdach, was wäre deine persönliche, ich sag mal, das ist so gar nicht zu sagen, oder? Je nachdem, was man hat, braucht man 2 verschiedene Autos. So sieht's aus. Ja, am besten kauft man direkt 2 Nuggets. Nein, es ist so, dass natürlich die Alltagstauglichkeit teilweise natürlich eine Rolle spielt und dann kann man auf auf Hochdach nicht gehen und logischerweise dann eventuell auf ein Fahrzeug, was nur knapp über 2 Meter groß ist. Ja, hat schon jemand mal nicht dran gedacht, dass das Dach so hoch war? Ja, gibt's auch. Also es ist eine GFK-Schale, das komplette Dach ist aus GFK, ist eigentlich leicht zu reparieren, wenn man jemanden kennt, der mit GFK rumhantieren kann. Nein, aber ist noch keiner in die Tiefgarage gefahren mit dem Dach, oder? Tiefgarage vielleicht nicht, aber schon mal irgendwo hängen geblieben, ja. Okay, also man muss wirklich dran denken, muss sich jeden Tag nochmal vergewissern, das Ding ist hoch, da gibt es auch Aufkleber im Innenraum drin, die dich nochmal dran erinnern, aber du weißt ja, wie es ist. Vergisst man, dann fährt man trotzdem, ja. Du bist doch relativ jung, oder? Ja. Ich raten bis 26. Fast 31. 31, so. Das heißt aber auch du warst natürlich im Jahr 2020 überrascht, oder? Was da abging, das war schon fast nicht mehr normal. Ja, also du meinst jetzt wahrscheinlich, was speziell die Camper... Kunden, ja, Camperkunden, ja, Ansturm. Nach Corona absolut. Also
es ist schon immer von den Verkaufszahlen her hoch, aber das, was dieses Jahr abging, war unnormal hoch. Ja. Konnten die liefern? Teilweise, also wir haben meistens so um die 100 Autos im Vorlauf. Das heißt 100 Autos im Vorlauf? Ja, das heißt, wir können eigentlich immer ganz gut liefern, sind aber da eigentlich ziemlich überrannt worden und das war dann auch irgendwann leer und jetzt hängen wir so ein ganz klein bisschen hinterher. Aber ihr hättet dann die Möglichkeit, wenn so viel Nachfrage ist, ihr könnt doch einfach ein bisschen die Preise erhöhen, dann wird sich das ja wieder regeln. Theoretisch ja, aber auch da ist es so, dass wir eine Linie fahren und das ist eigentlich ein Nachlass, das Bestmögliche. Und ihr seid preisgünstig, muss man schon sagen. Ja. Gut, okay, jetzt habe ich es verstanden. Mensch, Alexander, ist so einfach mit dir. Ihr seid so ehrlich, ihr seid in Fulda. Fulda liegt mitten in Deutschland. Wenn man mal so auf die Karte guckt, ihr streitet euch, glaube ich, mit dem Nachbarort um die Mitte von Deutschland. Aber das ist so ein Running Gag, glaube ich, hier in Fulda. Wo liegt denn Fulda? In Hessen. Ja, wo ungefähr da? Mittig. Also wir liegen mittig in, Osthessen, Entschuldigung, aber wir liegen relativ mittig in Deutschland. Ja. Okay, das heißt, man kommt also selbst von Saarbrücken, waren es bei mir so 2,5, 3 Stunden. Leute kommen aus wirklich ganz Europa zu euch? Also deutschlandweit auf jeden Fall und wir haben auch öfters mal, dass wir über die Grenzen hinaus verkaufen. Ja, das ist so, denn ihr seid sehr stark. Das Thema Vororder mit Farben und Co. Ich habe mal einen gefilmt in Orange. Wie viele Orange habt ihr bestellt? Da haben wir bestimmt auch knappe 10, 15 Autos von den. Eine Farbe, die auch läuft? Die läuft sehr gut, ja. Das heißt, also Vorlauf bedeutet, ich kann mir also im Netz oder bei euch kann anrufen und sagen, was habt ihr im Vorlauf? So kann man es machen, ja. Es kommt natürlich immer darauf an, manche Autos sind natürlich schon fest, also sprich, man kann da nichts mehr ändern. Manche Autos sind auch noch so, dass man nach Kundenwunsch komplett ändern kann. Das muss man dann natürlich immer individuell sehen. Habt ihr Stress mit dem entsprechenden Aufbau von Westfalia oder die machen das gut? Wir haben so gut wie, oder ich spreche jetzt einfach mal für mich als Verkäufer, ich habe so gut wie keine Rückläufer, was Westfalia-Reklamationen angeht. Knapp über 50.000, stimmt das? Korrekt. So wie er hier steht. Der Motor, was da drin? Ein 185 PS Diesel. Echt? Ja. 185 PS? Ja. Gibt es auch noch mit 130 PS. Er hat jetzt hier die 185. Also ihr habt es euch mal gegönnt, oder wie? So sieht's aus, ja. Die Automatik, die ist oft auch dabei bei dem Vorläufer? 6 Stufen Automatikgetriebe hat er noch. Ist hier dabei? Die ist dabei. Würde ich auch empfehlen, oder? Bei dem Auto? Ja, kommt auch wiederum darauf an, ob man vielleicht einen Anhänger ziehen will oder nicht. Das muss man auch individuell sehen. Wir verkaufen, denke ich mal, fast 50-50 Automatik und Schalter, ja. Also, Kinder, ihr habt es gelernt, Thema Überladung, das wird der Melanie jetzt so schnell nicht passieren, denn sie ist sehr leicht, aber das ist schon so, wir haben ja 5 eingetragene Sitzplätze, oder? Wir haben 5 eingetragene Sitzplätze. So, und bei 5 Leuten, die erwachsen sind, da kommt man schon direkt an die Grenze, das heißt also mal 4 plus Zuladung, Wasser, allen drum und dran. Dann wird es eng, ja. Dann sind wir die 3,5 Tonnen drüber, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, super. Am besten mal beim Schrotthändler deines Vertrauens mal kurz hinfahren, 5 Euro investieren, wiegen lassen. Ja, so sieht's aus. Ja, ich denke mal, das macht man, also schlau ist es natürlich, wenn man es macht, dass man sein Fahrzeug einmal so volllädt, wie man ihn wahrscheinlich dann noch wegfährt und dann einmal auf eine Waage, damit man wenigstens weiß, hey, wo komme ich denn ungefähr? Ja, der wahrscheinlich größte Nuggethändler der Welt, ja, er ist in Fulda. Dein ganzer Name nochmal bitte? Alexander Dekatz. Ja, und deiner? Nathalie Pilger. Nathalie Pilger, ja. Und Alexander? Dekatz. Dekatz, deine Rufnummer? 06. Ja. Okay. In Fulda. Entschuldigung. Die Vorwahl von Fulda? 0661 495094. Noch einmal? 495094. Vorwahl? 0661. 0661. Wir sind bei der Firma Sorg. Ein nicht ganz ernst gemeintes Video, aber die war uns ganz wichtig, die Nathalie, denn ich sag mal wirklich, viele Leute fangen bei Null an. Bei vielen gibt es einen Streit. Der eine will campen, der andere nicht. Wie gehst du damit um, wenn du es rauskriegst? Und das ist ja unübersehbar oft. Normalerweise müsste man sie direkt mal ein Wochenende wegschicken, weil ich glaube auch, dass das bei der Nathalie vielleicht funktionieren könnte. Viele wissen, glaube ich, gar nicht, was man da eventuell für Freiheiten hat. Also wenn man mal damit unterwegs war und merkt, hey, ich kann ja das und das und muss nicht unbedingt um 15 Uhr einchecken und sowas, hat das natürlich auch seinen Wert irgendwo. Wobei das ist auch ganz gutes Buffet, oder Mallorca? Ich denke schon, ja. Okay. Ja, vielen Dank, die Firma Sorg in Fulda. Danke fürs Einschalten. Tschüss.